Japan bei Mitsui gebaut, wurde 1972 in Dienst gestellt und hat 51.623 Bruttoregistertonnen. Das Schiff kommt von Ostasien. Willkommen in Hamburg, aber willkommen auch bei der deutschen Konkurrenz? HiFi 80 Düsseldorf. Die deutsche Unterhaltungselektronik spürt die japanische Herausforderung besonders stark. Sie befürchtet von der japanischen Konkurrenz ähnliche Nackenschläge wie zuvor die optische Industrie und der Schiffbau. Bevor Fachleute und Fans auf die Messe kamen, malten deutsche Unterhaltungselektroniker die Zukunft ihrer Branche in düsteren Farben. Und das alles wegen der Japaner. Quantization oder Quantisierung. Die Amplitude eines jeden Impulses wird nun gemessen. Dies sei an den Impulsen A und B, die aus dem Signal herausgegriffen werden, näher betrachtet. Vor der Messe bei den Deutschen ein Stimmungstief. Auf der Messe plötzlich ein Stimmungshoch. Im Konkurrenzkampf um den sauberen Sound, das anspruchsvolle Design und den hohen Bedienungskomfort machten die deutschen Unterhaltungselektroniker auf einmal in Optimismus. Wir Deutsche sollten auf die japanische Konkurrenz nicht wie das Kaninchen auf die Schlange starren, hieß es in Düsseldorf. Machen wir Schluss mit unserem Japan-Syndrom. Lassen wir uns nicht in die Verliererrolle drängen. Wir brauchen die Japaner nicht zu fürchten. Der plötzliche Wandel der deutschen Unterhaltungselektroniker vom Stimmungstief zum Stimmungshoch kam überraschend. War ihr Pessimismus nur Zweckpessimismus gewesen? Manchmal werden die Japaner zu Prügelknaben der Nation. Auf sie lädt man den Ärger ab, wenn man selbst geschlafen, Markttendenzen nicht erkannt und die soziale Belastbarkeit der Wirtschaft strapaziert hat. Nicht alle Klagelieder, die deutsche Unternehmer über die japanische Konkurrenz anstimmen, haben HiFi-Qualität. Und das gilt auch für die Cassandra-Rufe, Deutschland komme unter die japanischen Räder. あのプレリュードに国産初のスモークドガラスサンルーフがついた。光と風のこいつは素晴らしいショーだ。 Die schnittigen kleinen und Mittelklassewagen aus Japan werden auf deutschen Straßen immer beliebter. Sie eroberten im letzten Jahr über 10% des Marktanteils. Die Toyotas, Nissans und Hondas kommen in immer größerer Zahl. 1980 waren es etwa 250.000. この車には私自身を明快に物語る個性がある。 250.000 japanische Autos bedrohen noch nicht Hunderttausende von deutschen Arbeitsplätzen. Aber die Verkaufserfolge der Japaner steigen und steigen. Die Zukunftstendenz macht der deutschen Automobilindustrie Sorge. Die Käufergenerationen, die im Grunde nur deutsche Autos kauften, sterben aus und es wachsen Käufer nach, die sich nicht mehr nur deutsch sentimental entscheiden, die vor allem nach Benzinverbrauch fragen, nach im Preis inbegriffenen Extras und nach Eleganz. Und da hat es sich herumgesprochen, dass die japanischen Autos manche Vorteile bieten. Die deutsche Automobilindustrie muss aufpassen, will sie nicht eines Tages ähnlich stöhnen wie der deutsche Schiffbau und die deutsche Fotoindustrie. Der fernöstliche Industrieriese hat ein atemberaubendes Tempo entwickelt. In Hochhäusern wie diesen, kaum 10 Jahre alt, weil erdbebensicheres Bauen ganz jungen Datums ist, wird das Industrieimperium regiert. Längst gilt das Uralt-Klischee nicht mehr, Japaner könnten im Grunde nur kopieren. Jetzt heißt es von ihnen, sie seien Ehrgeizlinge, mit all den negativen Assoziationen, die sich für uns mit dem Wort Ehrgeizling verbinden.
als sei es letztlich ungehörig, dass sich das fernöstliche Land so zielstrebig in den Mittelpunkt der Weltwirtschaft drängt. Die Megalopolis Tokio mit ihren namenlosen Straßen und Gassen, in denen sich nicht einmal Taxifahrer zurechtfinden, ist Europäern ein Albtraum, obwohl das Leben in Tokio leichter und die Stadt punktuell schöner geworden ist. Auch die 116 Millionen Japaner bleiben für Europäer immer noch so etwas wie ein Rätsel. Wie konnte sich dieses Volk, geografisch fast im Abseits gelegen, auf den zweiten Platz unter den Industrienationen der Welt hinauf katapultieren? Fernöstlich, exotisch, romantisch lässt man sich Japan gefallen. Aber als Industrieriese, das ist immer noch schwer zu erklären. Denn es fehlt drüben zum Beispiel die jahrhundertealte wissenschaftlich-technische Denktradition des Abendlandes. Wissenschaft und Technik wurden erst vor 100 Jahren importiert, nicht zuletzt durch Entwicklungshelfer aus Europa und Amerika. Die ideellen Voraussetzungen der Industrialisierung waren unterentwickelt. Die materiellen sind mangelhaft bis auf den heutigen Tag. Alle Rohstoffe muss Japan aus Übersee einführen. Es fördert keinen Tropfen Erdöl und keine Tonne Erze. Die geringen Kohlevorkommen kann man vergessen. Die Vorräte, die hier lagern, kommen aus China, den USA, Australien, Brasilien. Wegen der totalen Abhängigkeit von importierten Rohstoffen prophezeiten nicht wenige während der Erdölkrise 1974 das Ende des fernöstlichen Industrieriesen. Es gab europäische und amerikanische Konkurrenten, die ob dieser Prophetie heimliche Freude empfanden. Aber schneller als andere Industriestaaten konnte sich Japan aus dem Würgegriff der Ölkrise befreien. Wirtschaftlich steht es heute ungefährdeter denn je da. Zwischen 1955 und heute ist die Bundesrepublik wirtschaftlich um das 15-fache gewachsen, Japan um das 42-fache. In der Stahlproduktion der Welt lag der Anteil der Bundesrepublik 1976 bei 6,3%. Japans Anteil bei 16%. Im Schiffbau der Welt lieferte die Bundesrepublik vor 4 Jahren 5,8% aller Neubauten, Japan 46%. Von den Fernsehgeräten, die 1976 auf der Welt hergestellt wurden, kamen 6,5% aus der Bundesrepublik, aus Japan 30%. In weiten Bereichen der japanischen Großindustrie sind Automation und Rationalisierung fortgeschrittener als bei uns. Aus Europa anreisende Fachleute sind immer wieder erstaunt, wie menschenleer drüben bestimmte Produktionsbereiche sind, vor allem auch in der Automobilindustrie. Im Ganzen gesehen lag der Produktivitätsanstieg pro Arbeitsstunde in den letzten 20 Jahren in Japan deutlich höher als in der Bundesrepublik. Nach japanischen Informationen produziert ein englischer Arbeiter pro Jahr 14 Autos, ein italienischer 20, ein französischer 30, ein deutscher 35, ein japanischer 38. In der Bundesrepublik liefen 1979 4,3 Millionen Autos vom Fließband. In Japan 9,6 Millionen. An Motorrädern produzierten wir 41.000, Japan 3,3 Millionen. Die deutschen Hersteller sind preislich nicht mehr wettbewerbsfähig. Die einst renommierte deutsche Motorradindustrie
muss sich mit Marktnischen auf dem Weltmarkt begnügen. Mit anderen Worten, meine Damen und Herren, an der japanischen Herausforderung ist überhaupt nichts neu. Gestern hat sie der Schiffbau zu spüren bekommen, die Fotoindustrie, die Rundfunk- und Fernsehindustrie und die Unterhaltungselektronik. Morgen wird die japanische Herausforderung aller Voraussicht nach durchschlagen auf den Maschinenbau und die Mikroelektronik. Das heißt, die japanische Herausforderung ist eine Herausforderung ohne Ende, mit der wir seit 20 Jahren leben und mit der wir für immer weiterleben. Aber noch niemals war das Lamentieren darüber so groß wie heute. Denn zum ersten Mal trifft die japanische Herausforderung im Automobilbau einen, ja den Nerv unserer Wirtschaft. VW, Opel und Mercedes sind die wirtschaftlichen Lokomotiven. Und stehen sie nicht mehr unter Volldampf, fährt unser Wirtschaftswunderzug langsamer. Wie die Japaner diese Herausforderung ohne Ende fertigbringen, auf diese Frage gibt es noch keine befriedigende Antwort. Im Großen und Ganzen versuchen wir, sie mit Zahlen zu beantworten. Mit Zahlen über Löhne, Preise, Produktivität und Wechselkurse. Wichtiger als Zahlen aber scheint mir das kulturelle, historische und psychologische Umfeld zu sein, in dem die Japaner leben und arbeiten. Über der Nachkriegsentwicklung drüben stehen 3 Worte. Nie wieder Hiroshima. Diese 3 Worte mahnen Japan und die Welt zum Frieden. Aber nie wieder Hiroshima hat für Japaner auch noch eine ganz andere Bedeutung. Nie wieder soll technische Unterlegenheit sie ein zweites Mal in die Knie zwingen. Durch technische Überlegenheit wurden sie besiegt, an technischer Unterlegenheit sind sie gescheitert und das nie wieder. Dieser Wille setzte ungeheure Kräfte der Japanern schon immer nachgesagten nationalen Energie frei. Und diese Energien nahmen organisatorisch Form und Gestalt an in der japanischen Betriebsgemeinschaft. Eine Betriebsgemeinschaft von solcher Gefühls- und Stimmungsdichte gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Die japanische Betriebsgemeinschaft ist eine Art Lebensbund mit Liedern und Gelöbnissen, durchstimmt von einer fast bündischen Betriebsromantik. Die Arbeiter bei Matsushita, bei uns bekannt unter den Markennamen National, Panasonic und Technics, singen allmorgendlich vor Schichtbeginn von einem frohen Herzen, das überfließt, von dem Frühling, der jeden Tag neu anbricht, von der Harmonie, die Stärke schenkt und Glück. Lasset uns zusammenbinden eine Welt voller Blumen, lasset Hoffnungen in Erfüllung gehen von einem leuchtenden Sonnenaufgang. Romantische Lieder in durchrationalisierten Montagehallen eines der erfolgreichsten Großunternehmen für Waschmaschinen, Kühlschränke, Radios, Fernsehapparate und HiFi-Geräte. Sie singen das Werkslied jeden Morgen vor Schichtbeginn. Angetreten in allen Matsushita-Betrieben im ganzen Land zur selben Zeit über 60.000 Arbeiter und Arbeiterinnen. Anschließend sprechen sie das Firmengelöbnis, versprechen Fairness, Harmonie, Höflichkeit, Demut, Anpassung und Dankbarkeit. Sie wollen Fortschritt erreichen, das Allgemeinwohl fördern und Dienst tun an der Entwicklung einer Weltkultur. Über diesen fast paramilitärischen Ritus lächelt niemand in Japan. Keiner empfindet bestimmte Formen der Betriebsgemeinschaft als reaktionär. Das Gemeinschaftsgefühl, das hier kultiviert wird, könnte mit den Worten überschrieben werden: einer für alle und alle für einen. Ausgerechnet die Großindustrie, die in Europa zwischenmenschliche Bindungen erkalten lässt, die Vereinzelung fördert, die Anonymität. Ausgerechnet die Großindustrie ist heute in Japan so eine Art Schule der Nation. Der japanische Arbeiter sucht die Nestwärme der Betriebsgemeinschaft.
Es liegt am ganzen kulturellen Umfeld, dass er gern in der Gruppe lebt und arbeitet. Sein Berufsziel ist nicht die ganz persönliche, steile Karriere. Er will Glied seiner Gruppe bleiben und mit dieser Gruppe schrittweise weiterkommen. Karrieredenken würde die Gruppenharmonie nur stören. Die psychologische Geborgenheit, die die Betriebsgemeinschaft schenkt, führt zu jenen Konsequenzen, über die deutsche Konkurrenten nur staunen. Die Abwesenheitsquote vom Arbeitsplatz durch Krankheit, Bummelei oder sonstiges Fernbleiben ist in Japan sagenhaft niedrig, liegt fast bei 0. Der Urlaub zwischen 10 und 21 Arbeitstagen wird selten in voller Höhe genommen. Es ist Brauch, Urlaubstage für Familienfeiern zu nehmen und für vorhersehbare Krankenhausaufenthalte. Aber es gehört auch zum guten Ton, Urlaubstage ungenutzt an die Firma zurückzugeben. Und noch etwas. Streiks sind in der japanischen Großindustrie so gut wie unbekannt. Seit Kriegsende ist noch niemals ein Unternehmen von Weltgeltung ernsthaft bestreikt worden. Japaner arbeiten im Jahr 37 Tage mehr als wir Deutsche. Die Arbeitszeit liegt in der Bundesrepublik bei 1800 Stunden jährlich, in Japan bei 2100 Stunden. Wer einmal in Montagehallen gestanden oder Werften besichtigt hat, wird es erlebt haben. Plötzlich erheben sich alle von ihren Arbeitsplätzen und machen Freiübungen. Wer es gesehen hat, wird den Gedanken nicht los, dass sich der japanische Arbeiter in seiner Mentalität vom europäischen unterscheidet. Flüchtige Beobachter urteilen, Bilder wie diese erinnerten an Kollektivismus. Aber Kollektivismus ist ein falsches Wort. Begriffe wie Gemeinschaft, Betriebsgemeinschaft kommen der Wirklichkeit näher. Die Mentalität des japanischen Arbeiters widerlegt die bei intellektuellen Europäern noch heute weit verbreitete Auffassung, dass die Industrialisierung die kulturellen Besonderheiten der Völker abhobelt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die Industrialisierung meißelt die kulturellen Besonderheiten heraus. Japan ist dafür ein klassisches Beispiel. Nie war der japanische Arbeiter japanischer als heute. Und deshalb kennt die japanische Herausforderung auch kein Ende. Sie begann vor 20 Jahren im Schiffbau und in der Fotoindustrie, macht heute Schlagzeilen im Automobilbau und der Unterhaltungselektronik und wird morgen und übermorgen in anderen Branchen spürbar werden. Die Mentalität des japanischen Arbeiters ist für die japanischen Erfolge ausschlaggebender als die angeblich niedrigeren Löhne. Japan ist längst kein Niedriglohnland mehr. Der Durchschnittsstundenlohn beträgt in Italien 7,33 Mark, in Großbritannien 7,85 Mark, in Frankreich 8,41 Mark, in Japan 9,69 Mark, in der Bundesrepublik 12,46 Mark. Anders allerdings liegen in Japan bisher noch die Arbeitskosten, also die Löhne plus Sozialbeiträge. Sie betragen in der Bundesrepublik 21,14 Mark, in den USA 16,95 Mark, in Italien 15,25 Mark, in Frankreich 15,05 Mark, in Japan 11,77 Mark, in England 10,20 Mark. Doch in den letzten 10 Jahren ist die Differenz zwischen den deutschen und japanischen Arbeitskosten bereits geschrumpft. Vom 2,4-fachen auf das 1,8-fache. Und diese Differenz wird weiter schrumpfen. Und auch das ist ein alltägliches Bild. Nach dem Ende der Schicht sitzt oder steht man noch in kleinen Arbeitsgruppen zusammen, bespricht die Erfahrungen des Tages und die Aufgaben von morgen. Aufgrund dieser Praxis, dieser japanischen Form von Demokratie am Arbeitsplatz, kommen aus der Belegschaft Verbesserungsvorschläge in einer Zahl, von der deutsche Konkurrenten nur träumen können.
Durchschnittlich 60 Verbesserungsvorschläge pro Arbeiter pro Jahr sind keine Seltenheit. 3-mal höher als bei uns soll die Zahl der Patentanmeldungen sein. Qualität und Leistung sind in Japan Werte, die nicht in Frage gestellt werden, sondern zum Idealismus anspornen. Traditionen sind in der japanischen Großindustrie sicher aufgehoben. Ja, gerade die Großindustrie gibt Traditionen neue Impulse. Hier haben sich Arbeiterinnen und Arbeiter zur Teezeremonie zusammengefunden. Der Tee wird mit einem Bambusbesen geschlagen. Der Tee wird tiefgrün und dickflüssig, er schmeckt bitter. Jede Bewegung ist einstudiert und hat ihre Bedeutung. Die Mädchen haben lange Zeit Unterricht genommen. Die Lehrer, die Meister in der jahrhundertealten Kunst der Teezeremonie sind im hochindustrialisierten Japan geachtet und angesehen. Die Teezeremonie gehört zur sozialen, innerbetrieblichen Betreuung. Aber in ihrer Bedeutung, die sie für Japaner hat, geht sie über das, was wir unter sozialer Betreuung verstehen, weit hinaus. Kein Wort wird dabei gesprochen. Aber gerade dieses Schweigen, diese Stille erzeugt eine uns fremde Stimmungsdichte und Gefühlsintensität. Gerade die Teezeremonie symbolisiert, was Japaner Substanz ohne Worte nennen. Und genau diese Substanz ohne Worte macht die japanische Betriebsgemeinschaft so dicht, so solidarisch. Die Teezeremonie ist für den Japaner ein Erlebnis der Sammlung, der Konzentration und der Stille. Sie ist nichts Weichliches, sondern im Gegenteil etwas sehr Männliches. In alter Zeit waren es die Samurai, die sich bei der Teezeremonie seelisch vorbereiteten auf die bevorstehende Schlacht. Diese Werte der Tradition sind durch die Industrialisierung nicht ausgelöscht worden. Ganz im Gegenteil, sie gehören heute zu jenem kulturellen Erbe, das von allen Großunternehmen gepflegt wird, mit deren Namen sich Prestige und Image Japans in der Welt verbinden. Die japanische Betriebsgemeinschaft ist ein für das ganze Leben geschlossener Bund, nachgebildet dem Ideal der Familie und aufgeladen mit Konfuzianismus. Und mit diesem Betriebskonfuzianismus hat Japan auf die Herausforderungen der Industriegesellschaft eine ganz andere Antwort gefunden als wir. Bei uns steht am Anfang Karl Marx und er steht für Klassenkampf, Konfrontation und Konflikt. Konfuzius aber predigte Harmonie, Konsens und Gemeinschaft. Und in Japan hat Konfuzius über Karl Marx gesiegt. Zumindest in der Großindustrie, in der der Japaner wie ein Beamter auf Lebenszeit angestellt wird. Die Klein- und Mittelindustrie aber, in der die meisten arbeiten, kann solche Sicherheit und hohe Löhne nicht bieten. Die japanische Industrie ist eine Zweiklassenindustrie mit wenigen Riesen und vielen Zwergen. Die Spannungen dieser Schizophrenie hält Japan aus. Die Traditionen seiner Kultur helfen ihm dabei. Als unter amerikanischer Flagge vor 130 Jahren die schwarzen Schiffe des Commodore Perry kamen und die Öffnung Japans erzwangen, ging im fernöstlichen Kaiserreich das Mittelalter zu Ende und die Neuzeit begann. Bei dem Zusammenstoß mit dem Westen aber blieben die Stützpfeiler der japanischen Kultur intakt. Japan gelang es, Vergangenes in die neue Zeit hinüber zu retten. Die Insellage begünstigte die Konservierung nationaler Besonderheiten. Peter Krebs sagte einmal in einem seiner Japan-Filme: Unter einer europäischen Schale hielt sich ein traditioneller Kern. Und er fuhr dann fort: Japanische Arbeiter zum Beispiel
Sie sind so produktiv, so selbstbewusst wie ihre Kollegen in USA und Westeuropa. Aber im Kern bleiben sie Japaner, deren Wertvorstellungen und Verhaltensweisen tief geprägt sind von der Geschichte ihres Volkes. Auch in Japan kämpfen Arbeiter für höhere Löhne, sie wollen mehr Geld, mehr Freizeit, mehr soziale Sicherheit. Vor allem aber wollen sie einen Arbeitgeber, der sie väterlich umsorgt. Wenn ausländische Gewerkschafter vom natürlichen Gegensatz zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sprechen, dann wissen viele Japaner nicht, wovon sie reden. Für sie gehören Firma und Arbeiter zusammen wie Kriegsherr und Vasall. Minasan, Hekisto Family ni yokoso. Minasan o watashi tachi no soshiki ni. Eine japanische Firma stellt Lehrlinge ein, Schulabgänger und Hochschulabsolventen. Da versammelt sich das gesamte Management der Firma, vom Präsidenten bis zum Abteilungsleiter. Da werden schicksalsschwere Reden gehalten. Eine Hochzeit kann nicht feierlicher sein. Der Präsident ist Deutscher, Alfred Dienst. Die Firma, japanische Tochter eines großen Chemieunternehmens in der Bundesrepublik. Und wie in Japan üblich erhalten alle Lehrlinge eine Garantie der Beschäftigung auf Lebenszeit. Mehr noch, das Versprechen, dass diese Firma für sie sorgen will, wie Eltern für ihre Kinder. Es ist durchaus möglich, dass ein junger Angestellter, der so das Alter von 25, 27 Jahren erreicht hat, zu seinem Abteilungsleiter, zu seinem Bucho hingeht und von ihm erbittet, dass ihm eine Frau besorgt wird. Zum Heiraten selbstverständlich. Dieser Bucho hat dann die Verpflichtung, sich umzuschauen nach einem geeigneten Eheweib für seinen Mitarbeiter. Und diese Verpflichtung ist eine gewaltige, denn er trägt auch die Verantwortung für einen Fehlschlag in der Ehe. Ich glaube, ein japanischer Arbeitsvertrag sieht sehr anders aus als ein deutscher. Ein deutscher Arbeitsvertrag beinhaltet jedes kleine Detail der Zusammenarbeit mit der Firma. Ein japanischer Arbeitsvertrag ist eigentlich mehr eine gegenseitige Verpflichtungserklärung, dass man miteinander und füreinander arbeitet. Sie haben ein Beispiel mitgebracht? Ja, ich habe ein Beispiel mitgebracht. Sie wissen, dass wir unsere neuen Angestellten schon ein Dreivierteljahr vorher engagieren. Wir prüfen sie. Sie müssen eine recht strenge Prüfung durchmachen. Und diejenigen, die die Prüfung bestehen und die von uns aufgenommen werden, erhalten ein Bestätigungsschreiben. Wenn sie dann angestellt werden, das heißt kurz vorher, bringen sie eine Garantie, die von 2 Garantoren unterschrieben ist, die nicht mit ihnen verwandt oder verschwägert sind, bei, in der diese Garantoren die Verpflichtung übernehmen, für allen Schaden aufzukommen, den diese Angestellten etwa der Firma zufügen werden. Und zwar über einen langen Zeitraum. Über einen Zeitraum von 5 Jahren. Ich möchte gleich dazu sagen, dass wir von einer solchen Garantie bisher keinen Gebrauch zu machen hatten und dass sie auch nicht im Wesentlichen Materielles enthält, sondern eigentlich mehr eine moralische Verpflichtung der beiden Seiten gegeneinander. Und schließlich unterschreibt der Angestellte noch kurz vor seinem Eintritt einen Eid, wie Sie schon sagten, mit dem er sich verpflichtet, nach den Regeln seiner neuen Firma zu arbeiten und zu leben, würde ich fast sagen. Auch der Firmeneid betont das eheähnliche Verhältnis, eine gegenseitige Verpflichtung auf Lebenszeit, in guten wie in bösen Tagen. Ausländische Firmen tun sich schwer, solche Verpflichtungen einzugehen. Und es dauert lange, bis die Mutterfirma in Deutschland oder Amerika begriffen hat, dass man in Japan ein patriarchalischer Arbeitgeber ist oder ein erfolgloser. Trotzdem haben es, glaube ich, viele ausländische Firmen sehr schwer, gute, qualifizierte Japaner als künftige Mitarbeiter zu bekommen. Warum? Das ist eine sehr richtige Feststellung. Ja, warum? Weil wir eben, wenn wir uns noch so sehr um die japanische Tradition bemühen, eben doch keine Japaner werden. Fassen wir noch einmal zusammen, meine Damen und Herren. Japan geht an Westeuropa nicht vorbei, weil es technologische Sprünge macht, zu denen Europäer unfähig wären. Technologisch gelingt auch Japan nur das, was auch alle anderen Industrienationen können. Neu aber ist die Einbindung dieses technologischen Prozesses in die konfuzianische Mentalität der Japaner. Da liegt meines Erachtens der Kern der Herausforderung. Um das zu sehen, um das zu spüren, aber muss man in Japan gewesen sein. VW hat leitende Betriebsratsmitglieder aller seiner Werke nach Japan geschickt.
Sie sollten sich drüben ein Bild machen. Herr Blank, Sie waren bei Nissan, Toyota und Honda. Mit welchen Eindrücken sind Sie nach Hause gekommen? Die Produktionskapazitäten, die wir in Japan gesehen haben und der offensichtlich weitere gezielte Ausbau der Produktionsstätten und der geplante Einsatz von Robotern lässt nur den Schluss zu, dass wir uns erst am Beginn der japanischen Exportoffensive auf dem Automobilmarkt befinden. Wir sind der Auffassung, dass insbesondere vor dem Hintergrund der zerstörten deutschen Fotoindustrie, der zerstörten Unterhaltungselektronikindustrie und auch der Werftsituation das Problem gar nicht ernst genug gesehen werden kann. Jeder, auch der nicht im Automobilbereich Beschäftigte, muss sich darüber im Klaren sein, dass bei einer Zerstörung der deutschen Automobilindustrie nicht nur die im Automobilbereich Beschäftigten davon betroffen sind, sondern dass sicherlich ein Nachlassen auf dem Automobilmarkt dazu führen wird, dass weitere Bereiche erheblich davon betroffen werden. Stimmt es denn nun eigentlich, dass, was immer wieder gesagt wird, dass die Japaner rationalisierte Arbeiten, automatisierte Arbeiten in der Automobilindustrie, die Sie überblicken können, als wir hier in der Bundesrepublik? Ohne weiteres ist festzustellen, dass in weiten Bereichen der japanischen Automobilindustrie ein größerer Automationsgrad vorhanden ist als bei uns und dass darüber hinaus auch die Intensität in der Fertigung eine andere ist als in der Bundesrepublik Deutschland. Wie konnten Sie denn das feststellen, dass die Automation und die Rationalisierung größer sind? Haben Sie da Erlebnisse gehabt? Ja, wir haben ein für uns typisches Erlebnis gehabt. Wir haben in der Firma Nissan uns mit Managern und Vertretern der Belegschaft unterhalten und haben darum gebeten, bei der anschließenden Betriebsbesichtigung uns mit den japanischen Arbeitnehmern im Betrieb unterhalten zu dürfen. Diese Bitte wurde abgelehnt. Wir waren sehr erstaunt darüber, denn wir wissen, dass die Japaner ausgesucht höflich sind, wenn sie Gäste empfangen. Wir waren erstaunt darüber und haben dann nachher bei der Begehung feststellen können, dass die Verweigerung, nämlich ein Gespräch mit Arbeitnehmern führen zu können, einen durchaus realistischen Hintergrund hatte. Auf den Balustraden, auf denen wir dann lang gegangen sind, von da aus konnten wir also sehen, dass an den meisten Maschinen überhaupt keine Arbeitnehmer beschäftigt waren, dass also alles nur Automaten in der Werkshalle standen und wir hätten uns also bestenfalls mit Automaten unterhalten können. Und das ist für mich typisch gewesen für weite Bereiche der Fertigung. Ich darf daran erinnern, dass zum Beispiel in der Bundesrepublik es durchaus noch üblich ist, dass Motoren überwiegend von Hand montiert werden, dass aber in weiten Bereichen der japanischen Automobilindustrie die Motoren schon vollautomatisch montiert werden. Selbst die Kontrollvorgänge werden dort durch Automaten vorgenommen. Haben Sie sich auch mal mit der japanischen Betriebsgemeinschaft beschäftigt, mit diesem eigenartigen Geist, der in einer japanischen Firma herrscht, diesem familiären Klima? Ja, er ist für uns schlicht gesagt unvorstellbar. Ich glaube, dass man das ganze Problem Japan überhaupt nur verstehen kann, wenn man sich mit der Mentalität der Japaner überhaupt befasst. Das müsste eigentlich jeder Betrachtung vorausgehen. Sie ist sicherlich begründet auf die Religion, sie ist aber auch begründet auf eine außerordentlich hohe Kultur, wie sie für uns unvorstellbar ist. Ich meine, dass es auch sicherlich eine große Rolle spielt, dass die japanische Kultur sich abgekapselt in diesem Inselstaat entwickeln konnte und dass das, was wir als europäisch dort sehen oder als amerikanisch dort sehen, nur die Oberfläche ist, dass also die Mentalität der Japaner eine ganz andere ist, eine viel mehr betriebsbezogene, familienbezogene, eine betonte Bindung zu den Menschen, die um einen herum sind. Das sind also alles Sachen, die wir hier in der Bundesrepublik oder in Europa, in Amerika schon längst gar nicht kennen. Glauben Sie denn, dass man diese japanische Betriebsgemeinschaft nach Deutschland importieren kann? Ist die übertragbar auf unsere Verhältnisse? Ich glaube erstens nicht, dass sie übertragbar ist und zweitens halte ich es auch nicht für wünschenswert. Denn diese Betriebsgemeinschaft hat ja nicht nur den Vorteil, dass man eng zusammenarbeitet, dass man sich gut versteht, sondern sie hat ja auch einige Nachteile, die zum Beispiel darin zu sehen sind, dass es so gut wie keine Frauen gibt, die über 25 Jahre alt sind und noch in der Industrie arbeiten.
Das heißt, die japanischen Frauen werden mit sanftem Druck gezwungen, vorzeitig aus dem Arbeitsleben auszuscheiden. Auch das ist Bestandteil der Betriebsgemeinschaft. Es gehört zum Beispiel auch dazu, dass es ja als selbstverständlich gilt, Urlaubstage aufzuheben für Krankheitstage, dass man Urlaub zurückgibt, dass man also Leistungen, die man bei uns zu Recht, nach unserer Meinung, als selbstverständlich betrachtet, in der japanischen Betriebsgemeinschaft überhaupt nicht kennt. Dazu kommt, dass der japanische Arbeitnehmer bereits mit 55 Jahren aus dem Arbeitsleben ausscheidet, nicht mehr zu dieser Betriebsgemeinschaft gehört. Das alles muss gesehen werden, wenn man über die heile Welt der japanischen Betriebsgemeinschaft spricht. Wie übersetzen Sie denn nun Ihre Erfahrungen, Ihre Erkenntnisse, die Sie aus Japan mitgebracht haben, in die Praxis als Betriebsrat hier von VW? Ja, ich bin der Auffassung, mit mir auch meine Kollegen, dass wir uns anstrengen müssen, wenn wir in dem Wettbewerb, der sich nun abzeichnet und der an Schärfe immer mehr zunimmt, wenn wir hier bestehen wollen, müssen wir uns sicherlich auch andere Formen in der Wirtschaft überlegen. Die Japaner haben die Zusammenarbeit zwischen Kapital, Politik und Wirtschaft in einer Form, wie sie bei uns nicht gewünscht wird, wie sie bei uns auch nicht vorhanden ist. Ich denke da an die Bestimmungen, die das Kartellgesetz beinhaltet, ein Gesetz, was für japanische Verhältnisse sicherlich überhaupt nicht vorstellbar ist, denn Sie werden wissen, dass zwar die Amerikaner nach dem verlorenen Krieg die Japaner aufgefordert haben zu entflechten, dass wir aber zu der Auffassung gekommen sind, dass die japanischen Wirtschaftsgiganten bestenfalls noch mit General Motors zu vergleichen sind, nicht aber mit den Größenordnungen, die wir hier kennen. Ja, aber nun, Sie sind ja auch Mitglied der IG Metall und die IG Metall hat ja auf ihrem Forderungskatalog die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Können Sie denn angesichts der japanischen Arbeitsintensität, des japanischen Arbeitseifers ruhigen Gewissens noch vertreten die Forderung nach der 35-Stunden-Woche? Herr Fallefeld, die Industriegewerkschaft Metall ist, und das weiß jeder in der Bundesrepublik in der Vergangenheit, im wahrsten Sinne der Motor des sozialen Fortschritts gewesen. Wesentliche Errungenschaften, auf die wir heute stolz sind und die wir alle als selbstverständlich hinnehmen, basieren auf abgeschlossenen Tarifverträgen, die die IG Metall als Vorreiter, wenn Sie so wollen, erkämpft hat. Aber zu allen Zeiten hat die IG Metall nach unserer Meinung das rechte Augenmaß für die Situation bewiesen, an der man sich orientieren muss. Das heißt also die wirtschaftliche Situation und auch die Beschäftigungssituation. Wenn wir von der 35-Stunden-Woche sprechen und sie als Ziel anstreben, muss deutlich gesagt werden, dass ja niemals gesagt worden ist, dass die 35-Stunden-Woche von heute auf morgen verwirklicht werden soll, sondern dass sie in Etappen eingeführt werden muss. Und ich bin der festen Auffassung, dass wir bei zunehmender Automation, zu der wir auch in der Bundesrepublik gezwungen sind, auf die 35-Stunden-Woche nicht verzichten können, sonst würden wir mit Sicherheit ein großes Heer von Arbeitslosen bekommen, denn die Automation und die Hochmechanisierung, so wie sie in Japan vorzufinden ist, schafft Arbeitslose. Und unser Problem ist ja, dass die Japaner nicht nur Produkte exportieren, sondern dass die Japaner ihre Arbeitslosigkeit nach uns ebenfalls exportieren. Darüber streiten sich sicherlich die Fachleute und die Experten, da kann man auch ganz andere Meinungen hören. Aber das Management, gerade auch hier Ihres VW-Werks, fordert ja angesichts des japanischen Exportdrucks ein Umdenken aller Gruppen, der Unternehmer sowohl als auch der Gewerkschafter. Haben Sie mit Ihren Kollegen mal darüber gesprochen, was das heißen könnte, Umdenken? Auch aufgrund Ihrer japanischen Erfahrungen natürlich. Na, sicherlich ist zwischen dem, was die Unternehmensleitung unter Umdenken versteht und was wir darunter verstehen, ein Unterschied festzustellen. Wir meinen, dass mit Sicherheit wir eine andere Form des Bekenntnisses zur Firma, zum Produkt, was wir selbst schaffen, finden müssen. Wir müssen uns sicherlich mehr identifizieren mit dem, was wir selbst produzieren, um damit einen noch besseren Qualitätsstandard zu erreichen, als wir ihn ohnehin schon haben. Nach meiner Meinung ist das also ein ganz wichtiger Punkt, der sicherlich in Zukunft von uns mehr beachtet werden muss. Wir werden aber auf gar keinen Fall, so wie einige Manager sich vorstellen,
Abstriche dulden, die an den sozialen Grundfesten und Leistungen rütteln, die seit langem bei uns bekannt sind. Welche Antwort geben Sie denn, wenn Sie gefragt würden, wie ich es jetzt tue, auf die japanische Herausforderung? Gerade auf der Ebene des Betriebsrats ist es doch sehr wichtig, auch Antworten zu finden darauf. Wenn Sie mit Ihren Mitarbeitern diskutieren, was sagen Sie denen? Wir müssen uns, ich kann das nur wiederholen, zum Produkt bekennen einmal. Wir müssen unsere Qualität steigern. Das fängt an bei den Konzeptionen, die das Management erarbeitet, und hört auf bei dem Kollegen, der am Band das Fahrzeug montiert. Wir müssen uns aber auch darüber bewusst sein, dass wir es nicht zulassen dürfen, dass durch den sogenannten Sozialdumping, der durch niedrige Löhne und Sozialleistungen den Preis der japanischen Produkte bestimmt, unsere sozialen Errungenschaften in Frage gestellt werden und unsere Arbeitsplätze vernichtet werden. Wir müssen uns also dagegen wehren. Und ich möchte hier meinen Kollegen Loderer zitieren, der gesagt hat, wir sind für den freien Welthandel, wir werden uns aber mit dieser Überzeugung nicht begraben lassen. Das heißt, wolkenbruchartige Exporte will man auf ewig nicht hinnehmen. Gewünscht werden von den Japanern disziplinierte Exporte. In Tokio sollte man auf diese Stimmen hören. Andernfalls bekommen jene das Sagen, die die Schotten dicht machen, die Grenzen vor den japanischen Exporten schließen wollen. Diese Tendenz ist schon heute in der Europäischen Gemeinschaft sehr stark. Bonn will liberal bleiben, steht aber bereits unter Druck. Japan sollte das bedenken. Es ist nicht allein auf der Welt. Konkurrenzkampf darf nicht zum Wirtschaftskrieg werden. Guten Abend.